Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Jo Leute, servus, grüßt euch und herzlich willkommen zu diesem kurzen Shakes and Fidget Video, was ich irgendwann mal einwerfen werde, denn hier struggle ich auf EU5 natürlich mit dem Daily Login Bonus. Ja, wenn ihr nicht mehr wisst, was passiert ist, am zweiten Tag bekam ich 5 Schattenfrüchte. Theoretisch. Praktisch habe ich sie nicht bekommen. Das war ein Sonntag und am Sonntag habe ich das Petnest freigeschalten. Ja, aber das Petnest habe ich erst freigeschalten, nachdem ich den Daily Login schon abgeholt habe. Und diese 5 Früchte sind deshalb in Gold umgewandelt worden, weil ich ja diese Spielfunktion noch nicht freischalten konnte. Diese 5 Früchte fehlen mir. Und jetzt struggle ich hier an diesem Pet. Ja, mit 600 HP hat das überlebt. Besser kann 10er Cold nicht mehr werden. Das Pet, wieder 680. Lustig, dass es genau die gleichen HP sind, weil die mathematischen Berechnungen von Shakes and Fidget, ja, die kann man da auslesen. Frage ist, gibt es noch einen besseren Versuch? Ich denke ja. Wir müssen das Glück haben, den zu finden. Denn das Pet kann man nur zur Geisterstunde bekommen. Zwischen 0 und 1 Uhr. Wir haben es 0:52 Uhr. Da hätte ich aber diese 5 Schattenfrüchte mehr. Wäre 10 Aug ein bisschen stärker. Umso bitterer ist es, wenn man bedenkt, dass ich an Tag 2 eigentlich schon das Petnest freischalten wollte. Also als noch nicht mal der Daily Login aktivierbar war für die 5 Schattenfrüchte. Oh, 514. Aber, oh Gott sei Dank. Ja, da bin ich eingepennt. Egal, Geisterstunde. Wir brauchen jetzt Geisterstunde. Ganz schnell. Wo sind die Pets? Wo sind die Pets? Ja, wo sind sie hier? Blackwater Swarm, let's go. Blackwater Swarm. Wir nehmen jetzt kurze Quests. Ja. Wir kriegen Epic erstmal rein mit der. Nehmen Epic, let's go. Black. Oh nein, das fing an mit Black. Oh, da ist er. Fett. Schöne Sache. Rudi. Also das war knapp. Warum ist es wichtig? Das ist für die Petfights wichtig. Die Pets sind stärker. In der Verteidigung wie auch im Angriff. Morgen haben wir Schatten. Also das ist schon nicht schlecht. Ja, und deshalb freue ich mich, dass das funktioniert hat. Naiko, ja. Naiko muss ich eigentlich noch angreifen, aber ich habe ja gehofft, dass wir jetzt noch eine Erdfrucht bekommen, damit ich das definitiv schaffe. Ich habe Angst, den Fight nicht zu gewinnen. Nee, Quatsch eigentlich. Nee, ist Quatsch. Muss ich ihn gewinnen können. Quatsch. Let's go. Ja, eben. Okay. Ich war dumm. Sorry. Ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Jo, Boys. Der Tag neigt sich jetzt ja auch mal so langsam dem Ende. Das heißt, auch das Epic-Event neigt sich dem Ende zu. Und die Leute, die halt Bock haben, die pushen jetzt noch zum Schluss. Also bei uns in der Gilde, aber auch in anderen Gilden. Letztendlich ist es ja eigentlich wurscht, ne? Gerade in Bezug nochmal auf das Video, was heute erst rauskam von Juni, zwecks dem Mühtag, zu der Situation, die es da gab. Ja, war stark. Zeigt halt auch, dass es halt um ein Thema geht, was auch immer wieder Shakes and Fidget halt auch begleitet. Und er hat auf jeden Fall recht mit dem, was er dort gesagt hat. Trotzdem kann man ja langfristig spielen und wenn man Bock hat, halt auch pushen. Und im Moment haben das die Leute gemacht und ich hoffe selber, dass die Leute, einschließlich mir natürlich, für EU5 hat man sich ja vorgenommen, also ich mir persönlich, auch langfristig durchzuspielen. Und das, ja, habe ich natürlich selber auch oft erlebt. Früher war halt nicht der Fall bei Leuten, die eben krass reingepilzt haben und so. Ja, dementsprechend hoffe ich, dass das hier nicht stattfindet, sowohl bei uns in der Gilde als auch bei den anderen Top-Gilden. Und ja, wo stehe ich jetzt? Also gerade Gott sei Dank über dem Gildenlevel ist immer so ein Ding, ich versuche immer wenigstens über dem Gildenlevel zu sein. Das ist gar nicht so einfach, weil die Leute hier echt wirklich Gas geben. Aber trotzdem wird es jetzt demnächst ruhiger werden, was Dungeons und Pushings betrifft. Denn die Festung wird teurer. Also bei mir, ich bin ja bei weitem nicht am weitesten. Aber meine Fortress geht auf 13. Ich habe auch schon wieder gut Ressourcen. Also mit 515.000 Steinen plus ein bisschen was im Lager. Weiß gar nicht. 515.000.
Da könnte ich schon locker, ja, wenn ich jetzt mal das Holz noch zusammenzähle, aber Holz reicht noch nicht ganz, aber theoretisch könnte ich fast, wenn ich Fortress 13 bin, auch die beiden Gebäude auf 13 schon ausbauen. Und da bin ich echt nicht schlecht unterwegs. Wir haben jetzt, glaube ich, Tag 10. Ich komme jetzt mittlerweile voll durcheinander. So weit war ich bei weitem noch nicht. Aber kommen wir mal zum Clou. Die Festung habe ich heute gestartet. Das ist halt extrem. Und mein Partner skippt ja nicht. Deshalb im Moment werde ich jetzt auch nicht skippen, denn dann verliere ich Ressourcen. Aber ich werde sicherlich teilskippen. Das heißt, unabhängig, ob ich einen neuen Partner kriege oder nicht, werde ich, sag ich mal, nach 3-4 Tagen dann auch mal einen Skip hier durchführen. Ja, ich sammle ja trotzdem weiter Ressourcen. Und das geht richtig in die Pilze. Und es hat aber halt auch einen Zweck. Das Ziel ist ja, bestenfalls die Festung voll ausgebaut zu haben nach einem gewissen Zeitraum. Und ja, das ist eben auch das Ziel, für das ich mich da hier versprochen habe, indem ich dann die Order 66 oder der Order 66 beigetreten bin. Und ich bin gut dabei. Ich bin gut dabei. Man sieht auch, im Festungs-Fortress-Level bin ich hier in den Top-Bereichen. Also selbst wenn ich zum Beispiel mal jetzt keinen Trade machen kann mehr, weil mein Partner halt nicht skippt und ich zu viel verlieren würde, dann gibt es hier auch andere Spieler relativ weit oben, die ganz ordentliche Ressourcen abgeben. Zwar jetzt nicht ganz so viel wie mein Partner im Schnitt, aber es gibt so vereinzelte Leute, auf die man treffen kann. Also da ist es echt fett. Das ist mehr als fett, muss ich mal sagen. Hier, Lekundi zum Beispiel gibt auch schon relativ viel ab, kann ich sagen. Ich habe jetzt hier keinen, hier, eine ganz alte Attacke von Grafzahlen, ja, also habe ich schon mal gezeigt. Das ist ja schon länger her. Ja, der ist noch weiter ausgebaut mittlerweile. Aber es gibt auch 2, 3 andere Kollegen, die so viel ausgeben, die so viel geben, das ist mehr als mein Partner im Moment mir geben würde. Und da kann ich mich also hin und wieder auch mit Random-Angriffen schon ganz gut ausrüsten. Nichtsdestotrotz werden die Ressourcen mehr und ich werde daraufhin trotzdem teilskippen, damit ich eben auch, ich hasse es, wenn hier alles voll ist. Also ich meine, die Sammler, die sammeln ja auch nicht wenig Ressourcen, ne? Pro Stunde 13.000. Das ist fett. Ja, das sind im Moment 2 Attacken natürlich, ja, nicht so effizient wie die Attacken mit meinem Partner, aber trotzdem ist es viel. Und ich hasse es, wenn das halt immer dann voll wird und man das nicht abbauen kann, ja. Und dementsprechend muss ich teilskippen und das wird krass. Ja, aber jetzt zum Schluss, also was habe ich jetzt noch ein bisschen gemacht? Ich bin in der Schattenwelt ein bisschen durchgegangen, habe diese ganze Etage jetzt auf 7 gespielt. Ich könnte rein theoretisch versuchen, die komplett durchzuspielen und theoretisch dann sogar wieder einen neuen Schlüssel zu kriegen. Aber das wollte ich jetzt nicht. Also ich habe es auf einem anderen Server zum Beispiel gemacht. Da habe ich dann diesen vermaledeiten Schlüssel nach 15 Skips in der Mine nicht bekommen. 15 Skips. Das sind jetzt im Moment, glaube ich, wenn ich jetzt, also einen Stein kann ich trotzdem suchen, 600 Pilze. Also das ist mir jetzt nicht wert. Im Twister war ich ja vorher schon gewesen. Jetzt bin ich natürlich noch mal ein bisschen stärker geworden. Das kann man noch mal versuchen. Ja, hier noch mal ein paar Level oder ein paar Dungeon-Etagen mitzunehmen und ein bisschen Gold zu generieren, aber auch hier gehe ich jetzt nicht mehr zu krass rein. Das sind so Sachen, die kann man dann auch in den nächsten Tagen immer mal versuchen. Also ich bin jemand, der dann gerne mal so 5 Versuche einfach gibt und entweder es geht oder es geht halt nicht und ja, teilweise wird es halt schon jetzt kritisch. Ja. Bisschen geht noch, aber ja, alles entspannt. Ja, eine Waffe könnte man sich überlegen, nochmal neu zu holen. Aber das Wichtigste eigentlich ist jetzt, also viele Licht-Dungeons, die ich jetzt habe, sind von der, ja, die hier zum Beispiel, die kann man jetzt vielleicht schon schlagen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Oder es sind halt Intelligenzgegner und die blocken halt extrem. Die blocken extrem. Also eigentlich würde man jetzt leveln hauptsächlich noch über die Schattenwelt. Und es gibt 2 Licht-Dungeons, die ich jetzt noch probieren möchte. Das sind die beiden, ja, Klapper van Helsing und dann noch der nächste, der kommt. Die haben beide eine Chance von knapp unter 1%. Also der hier vor allen Dingen ist bei ungefähr 1%. Ich habe schon mal ein paar Tries gegeben. Also ich sag mal heute jetzt in dieser Sequenz oder vor dieser Sequenz habe ich 500 Pilze ausgegeben, plus noch die Pilze, die ich für meinen Skip ausgeben musste für das Arbeiterquartier auf 12. Das waren auch nochmal 600 Pilze. Und ja, das möchte ich jetzt gerne noch bereinigen. Diese 2 Dungeons, das ist jetzt so mein Ziel. Dann sollte ich im Level bestenfalls 230 erreicht haben. Da bin ich echt wirklich sehr, sehr zufrieden. Und normalerweise, also wie gesagt, ich habe ja in der Festung jetzt mittlerweile schon sicherlich
3 bis 5k Pilze ausgegeben, allein zum Skippen. Wenn ich die jetzt noch in meinen Char investieren würde, klar, könnte ich da auch noch mal ein bisschen weitergehen. Aber, also, wir hatten das Thema, ja, ich bin hier bei 27.000, ja, das ist echt viel schon, ja. Und ich bin nicht der effizienteste Spieler. Das heißt, ich brauche tendenziell mehr Pilze, um was Gleiches zu erreichen, weil, ich werde das nochmal in einem kurzen Auswertungsvideo erwähnen, aber ich habe 2 Abende verschlafen. Also aufgrund von eben Real Life oder eben, wie es halt so ist. Und auch so, also es gibt da Sachen, da bin ich gut dabei, bei anderen Sachen bin ich auch nicht optimal dabei. Trotzdem, bisher, overall passt es für mich. Und ich habe hier einen guten Char und stehe in der Festung halt echt gut da. Dementsprechend bin ich zufrieden, aber das kostet halt auch Pilze, weil einiges musste ich nachholen. Ne? Da habe ich dann halt mehr Pilze ausgegeben. Ja, deshalb, na. Ich hätte auch das mit der Festung machen können und meinen Char halt nicht so pushen. Ah, dann hätte ich locker 10k Pilze weniger ausgegeben. Also, es wäre halt auch möglich. Ne? Das kriege ich halt auch nicht hin. Habe ich nicht hinbekommen. So, jetzt haben wir den ja geschafft, ne? Jetzt wollen wir uns den auch mal angucken hier. Den Klapper von Helsing. Wollen wir uns mal merken hier vorne. So, zack. Ich habe übrigens schon welche gespeichert. McThomas zum Beispiel gibt auch gute Ressourcen. Oh, schön. Über 3 Millionen in Crit gemacht. Nice. Können wir uns merken. Bisher so der beste Crit bei einem besiegten dann 220 Millionen. Solide 2 Level. Und der, der ist bei einer 0,64%igen Chance ungefähr. Mit dem höheren Level jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. Und das sind halt die krassen dann. Aber wenn die durchgehen, beziehungsweise kommt ja dann auch ein Magier, der blockt auch nochmal, da levelt man hauptsächlich über die Schattenwelt und über den Twister, muss man mal so sagen. Also das, das werde ich auch nachholen, aber ich werde es halt jetzt nicht pushen, dass ich hier 500 Pilze immer wieder ausgebe, sondern auch wie mit dem Twister einfach so ein paar Versuche pro Tag. Es wird auch jetzt dann dementsprechend nicht mehr so diese Tagebücher in der Form geben, da nicht so viel passiert im Content. Aber es wird auf jeden Fall erwähnt und hier muss man halt jetzt auch weiterziehen. Auch wenn man nicht mehr so krass pusht, muss man dann eben weiterziehen. Ich hoffe, ich schaffe es. Bisher bin ich, wie gesagt, trotzdem sehr, sehr zufrieden mit meinem persönlichen Output. Trotz der Unstimmigkeiten und Sachen, die ich hatte. Also es hätte besser sein können, definitiv. Ich habe wieder Sachen gelernt. Für mich persönlich auch, die ich theoretisch beim nächsten Serverstart umsetzen könnte. Aber so schnell sehe ich mich nicht so krass mehr in Pilzen, zumal ich ja den Server auch langfristig spiele. Ich denke, in den nächsten Serverstarts wird es dann eher wieder so kleine Projekte geben. Oder einfach zum Beispiel, ihr könnt mir vorstellen, dass ich mal wieder nur über den Gildenfinder gehe in eine Gilde. Also dann einfach die Leute in-game kennenlernen, die Gilde ein bisschen supporte. Also vermeintlich schwächere Gilden. Ja, ich könnte mir auch wieder so ein Projekt vorstellen, ohne zu skillen. Dann weiß ich, dass auch viele Content-Kreatoren gerne so Gilden gründen würden oder irgendwie Projekte auch zusammen machen. Das ist im Prinzip eigentlich auch immer sehr interessant, aber mein Problem ist halt zum Beispiel, dass ich meistens am Serverstart gar nicht da bin, sondern erst wirklich abends. Das hemmt mich dann immer so ein bisschen dazu zu sagen, nice, und da haben wir ihn geschafft. 230, Kommandeur, gucken wir uns mal an, wie das Ganze ausgesehen hat hier. Schön evaden, 3-mal evaded, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, fett. Das eigentlich, so wie es ja auf dem Server bisher lief, hätte ich jetzt wieder eine neue Waffe kriegen müssen. Habe ich jetzt leider nicht bekommen. Ja, klar, wir haben jetzt höheres Level, also jetzt ist wahrscheinlich über 600 schon drin fast. Das ist einfach, natürlich hole ich mir die. Oh, kann ich gar nicht holen. Die hole ich mir, of course, my friend. So, ich habe jetzt hier übrigens Ringe bekommen, die einen sehr hohen Verkaufswert haben, deshalb nehme ich mal die schwachen Ringe raus. Klar nehme ich die mit, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt mit dieser Waffe
noch viel mehr pushen kann. Also ich denke es nicht, ehrlich gesagt. Ich hätte natürlich überlegen können, jetzt die andere Waffe noch meiner Kundentunde zu überlassen, aber die ist auch nicht so schlecht gewesen, die Waffe. Das passt schon. Und in der Schattenwelt liegt es jetzt nicht an der Waffe der Kundentunde, sondern da habe ich auch noch viele, viele Steine nicht drin. Also da würde noch mehr gehen. Da würde noch mehr gehen. Das Potenzial halte ich mir auf. Ich werde mir nochmal die Dungeon-Chancen angucken. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt vor allen Dingen nochmal in den Tower gehen. Tower hochgehen, Alu spielen, hoffentlich noch ein paar Früchte kriegen. Arena müssen wir noch machen. Dann machen wir mal Arena jetzt mit der neuen Waffe auf jeden Fall gleich mal viel besser. Null Neutral besiegt, nice. Oh, nein, hier kriege ich ordentlich auf den Sack gerade hier von allen. Bin zu hoch. F, Krieger, gibt auch viel übrigens in der Festung. Lucaria auch. Und den lieben Grafsaal. Nice. Den würde ich auch gern finden. Er kann mir keine Angriffe zurückschicken, weil er halt fest tradet mit seinem Partner. Da bin ich nicht gut genug. Da müsst ihr vielleicht schon überhaupt Holzverleute 14 haben. Und selbst das reicht vielleicht nicht. Weil, wie gesagt, alle Angriffe, also ich glaube, die nehmen alle Soldaten dann in ihre Angriffe mit rein. Aber wenn ich ihn hier manchmal mal finde, so random, ne, da freue ich mich. Auch hier Baumkopf zum Beispiel auch. Ja, kann man mitnehmen, ey. Elias ist auch nicht schlecht, ja. Nee, der ist nicht so gut. Nice. Nee, also das ist auf jeden Fall ganz hübsch. Und, ja. Ich weiß bloß nicht, ob die Gilde mich mag, weil keiner immer bei mir GZ schreibt. Das ist halt... Ja, das sind die erwarten einfach mehr von mir, glaube ich. Spaß, nein, ist alles gut, ist vollkommen wurscht. Ja, für das Video ist es jetzt erstmal vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen, war jetzt echt viel Content EU5. Das wird sich jetzt wieder ein bisschen relativieren. Es hat mir aber halt auch viel Spaß gemacht und ja, ich habe jetzt halt zum Beispiel, also habe ja gesagt, na, 500 Pilze waren das vorhin, was ich ausgegeben habe. Jetzt waren das die Dungeons und so, was ich jetzt gemacht habe, waren ungefähr 200 bis 300 Pilze. Ne? Also das ist dann auch als Fazit ganz okay für den Part. Ich würde sagen, kommt gut rein in die neue Woche, haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.